Wir haben einige Fragen von unseren Fans bekommen. Und ich würde auch sagen, wir gucken einfach spontan. Jeder gibt seinen Senf dazu. Also 10 Jahre Jassi Hofer Trio. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe dich kennengelernt, weil du mich kontaktiert hast. Ich habe dich gebucht. Du hast mich gebucht. Ich habe über den Stefan Klogger. Der hat mir eine Nachricht gesagt, hey, die Jassi Hofer aus Ulm, die wäre super, wenn du die mal einladen könntest, die würde das super reinpassen. Und darüber kam es. Und dann haben wir zusammen gespielt und das war... Und das war ein Cover-Gig. Genau. Cover-Gig. Und du warst gerade im Produzieren von dem Debütalbum und dann waren da noch irgendwie zusammen, wo ich gesagt, du hättest gerne irgendwie nur 2, 3 Nummern, wo Basstracks fehlen. Und ich gesagt, klar, mach ich gern. Und der Christoph und ich, wir kannten uns über irgendwelche andere Gigs, aber ich weiß nicht mehr über was. Warst mal, da haben wir mit Timber Sonics gespielt, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Da warst du im Publikum. Mhm. Und sind die Funken gesprungen zwischen den beiden. Genau, und dann ging es drum irgendwann. Ja, das war dann irgendwie nach 2, 3 Monaten, dass die eigentliche Band existiert hat. Und der damalige Schlagzeuger Martin Klee, der war immer mega viel unterwegs, Gigs in China und alles mögliche. Und da habe ich halt irgendwo gemerkt, okay, ist total schwierig, Gigs zu planen, weil er nie verfügbar ist. Und dann kam quasi über dich Christoph ins Spiel und ist direkt im ersten Jahr eingesprungen. Und dann war halt irgendwann klar, Christoph, der macht was her. Optisch, musikalisch müssen wir noch dran arbeiten. Mir von jemand die Frage, wir erinnern uns gerne an eure Auftritte bei uns im Spektakel in Klammer Januar 2016. Ich bin mir nicht sicher, um wen es geht und welche Location es sein soll. Wann kommt ihr zu unserem neuen Lokal Kultcafé? Ruft uns an, kontaktiert uns, wir würden wahrscheinlich sehr gerne kommen. Okay, dann haben wir hier vom Thomas Vogt. Ihr seid als Trio unterwegs. Jeder hatte Angst, wie würde es sich zu dritt anstatt zu 5 anhören. Aus meiner Sicht nicht schlechter, vielleicht sogar besser. Zu dritt so viel Fülle wie früher zu 5. Meine Frage, erinnert ihr euch noch an den ausgeflippten Fan aus Tomerding? Ich denke, so hat keiner bei den Konzerten mitgefiebert, rumgehüpft wie er. Ich denke noch gern daran zurück, auch an die gemeinsamen Fahrten mit ihm zu den Jassi-Konzerten. Ohne Rauchen im Auto, mit Jassi oder Led Zeppelin CD ging es nicht. Ihr wisst, wen ich meine. Ich glaube, wir wissen es alle. Ja, oder? Ja. Also es geht um den lieben Ted. Und der Ted ist wirklich jemand, neulich waren wir in der Kofferfabrik in Fürth und da steht so eine Säule. Und ich glaube, dann haben wir wieder über Ted gesprochen, weil er stand bei einem Konzert. Also Thomas hat recht, niemand ist so ausgeflippt bei den Konzerten wie Ted. Und es ging von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und er war mit seinem ganzen Körper im Einsatz, der hat geschrien. Und ich habe halt noch in Fürth das Bild, wie er sich an der Säule festhalten musste vor Euphorie und so. Und das war einfach großartig. Und Ted ist leider jetzt, ich weiß nicht wann das war, aber eine Weile nicht mehr unter uns. Und wir denken immer wieder an ihn, weil er fehlt tatsächlich, weil er war, glaube ich, bei den meisten Konzerten. Ja. Also er war so der größte Fan. Immer noch irgendwie ganz komisch an, ins Publikum zu schauen und keinen Ted zu sehen. Also es geht mir tatsächlich immer wieder so. Ja. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wer Ted war, da gibt es ein Video, was ich gemacht habe, A Day with Jassi Hofer Trio. Und da kommt in der Mitte ein ganz schöner Ausschnitt, wie man den lieben Ted sieht, wie er so ein kleines Mädel auf die Bühne geschickt hat, um ihm die Setlist zu sichern. Das ist ein schöner Moment. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Dann haben wir vom Siegfried Biese, den kennen wir auch gut. Vor 10 Jahren sah ich euch zum ersten Mal in der Garage in München als Support von Kim Simmons und Savoy Brown. Was war der Grund, von einem Quintett auf ein Quartett und dann auf ein Trio zu wechseln? Interessante Frage. Ich glaube, die Frage stellen sich auch viele. Also zum ersten Teil, dass wir hatten noch einen Gitarristen dabei und Keyboards. Und bei dem Gitarristen muss ich tatsächlich ehrlich sagen, war es für mich dann irgendwann so eine menschliche Entscheidung, wo ich sage, irgendwie passt es nicht. Und wenn man ein Projekt auf lange Sicht macht und so viel Herzblut reinsteckt, dann reicht das Musikalische nicht aus, dann muss das Menschliche auch passen. 2016 waren wir noch zu 4. Da hatten wir noch den Simon an den Keyboards dabei. Und wir hatten das erste Mal eine größere Tour, wo wir dann irgendwie 14 Tage am Stück gespielt haben. Dann waren wir nochmal 8 Tage am Stück. Und Simon konnte wegen seiner Familie nur teilweise dabei sein. Das heißt, wir hatten dann plötzlich ungewollt einige Shows, die wir zu dritt gespielt haben. Mhm. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass wir halt uns musikalisch in der Zeit zu dritt weiterentwickelt haben. Und das war dann, glaube ich, so neben dem Finanziellen, was eigentlich auch ein wichtiger Punkt ist, wo man einfach sagt... Platzgründe waren natürlich auch... Genau. Klar, wir spielen auch bei denen immer noch in Locations, wo es nur eine kleinere Bühne hat. Weil das Finanzielle ist halt, wir fahren irgendwie dann mal nach Holland und wissen halt nicht, wie viele Leute da kommen. Ja. Und es ist natürlich, wir fahren ganz oft auf eigenes Risiko zu den Shows
Und dann ist es natürlich zu dritt auf jeden Fall weniger risikobehaftet. Und dann muss ich einfach sagen, ich finde, es macht so viel Spaß, weil wir halt so viel Freiheiten haben. Wir können irgendwie am Abend bei den meisten Songs komplett frei gucken, wo geht's hin, wie dynamisch spielen wir oder so. Je mehr da dazu kommt, desto schwieriger wird es natürlich, da frei und kreativ zu sein. Und das ist einfach in einem Trio, finde ich, das ist der Hammer. Und ich mag auch dieses Rohe, dass es halt nicht, dass die Sachen nicht überladen sind und dass eigentlich immer Freiraum ist. Ich gebe auch zu, es gibt wahrscheinlich Momente, wo man sagt, da ist zu viel Platz. Aber auch da sehen wir das eigentlich mittlerweile immer als große Herausforderung für uns zu sagen, wenn wir dann Proben haben, was können wir denn aus dem Song machen, damit es wieder funktioniert zu dritt und was können wir aus einem Song rausholen, und ich finde es total spannend und es macht Spaß, und ich weiß, dass noch eine Frage kam, ob wir das irgendwann sehen, dass wir das wieder erweitern. Und wir sprechen immer wieder drüber, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht. Für mich fühlt es sich irgendwie so ein bisschen fremd an. Ich werde jetzt, durch das, dass wir so zusammengewachsen sind, wird es mir jetzt schwerfallen, da nochmal einen Mensch reinzulassen. Es geht jetzt gar nicht um das Musikalische, es geht einfach so, da nochmal jemand, also das wäre, glaube ich, schwierig, oder? Da die richtige Person zu finden. Dann halt als Gast. Oder so, als Gast, ja. Also es wäre schon interessant, vor allem mal wieder sowas mit Keyboards, fände ich schon. Was wir natürlich jedes Mal immer bei einem neuen Album und den Vorbereitungen für die nächste Tour diskutieren ist, bauen wir irgendwelche Samples, irgendwelche Loop-Sachen mit ein, weil wenn wir das Gefühl haben, aus dem Studio fällt vielleicht nachher dann doch nochmal mehr an den Gitarrenparts. Und irgendwie ist es aber in den Proben dann, irgendwie nach zweimal Proben, ist die Diskussion dann irgendwie doch, nee, komm, lass den ganzen Elektronikkram weg, lass es uns spielen, und dann spielen wir vielleicht nicht alle Songs. Stimmt, wir haben ja einige Songs, wo wir dachten, die würden wir gerne spielen, haben sie geprobt und merken halt, funktioniert gar nicht. In Search for Change zum Beispiel war so ein Ding. Eigentlich hätte ich den Song mega gern gespielt, aber funktioniert nicht, wir kriegen es nicht hin. Die Gründe sind auch unterschiedlich, warum es dann nicht machbar ist, aber es funktioniert so. Und ich glaube, wir tun uns da schwer irgendwie, weil das so gut funktioniert und wir fühlen uns so wohl, wie es ist. Und dann, aber wir wissen auch nie, was die Zukunft bringt. Jürgen Meier fragt, 10 Jahre und es wirkt immer alles total harmonisch. Ganz ehrlich, gab es irgendwann mal Knatsch bei euch? Nee. Ich könnte mich nicht dran Ich habe sie erinnern. bestochen. Nee, das ist ja auch, also ich glaube, das ist ziemlich außergewöhnlich und nicht selbstverständlich, aber es gab noch nie Streit. Also aus meiner Sicht hoffe ich, das ist auch immer so für mich wichtig, dass ich euch gegenüber ausstrahle, dass ihr mir das Vertrauen schenkt, dass ihr immer alles ehrlich ansprechen könnt, und das darf auch echt mal was Blödes sein, aber man muss über alles reden können, und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig, und also für mich ist es so, dass wir uns gegenseitig das Gefühl geben, dass jeder alles ansprechen kann, und das macht natürlich dann, also über was sollen wir dann streiten, wenn wir wissen, wir können über Probleme sprechen. Und zum Beispiel auch musikalisch habe ich immer wieder gesagt, Jungs, ihr müsst mir Feedback geben und ihr dürft mir sagen, ey, du spielst hier viel zu schnell und rennst da vorne oder so. Ich meine, es sind keine Streitthemen, aber auch da können es Ego-Probleme geben oder dass man sich die Kritik nicht geben will. Und ich sage dann, also von meiner Sicht sage ich immer, alles her, alles ansprechen. Und so fühle ich mich in dem Trio, dass ich denke, man kann alles ansprechen und vielleicht muss man mal über was diskutieren, aber selbst das ist eigentlich... Ja, ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir uns immer einer Meinung sind bei allen Sachen, und es ist aber trotzdem gar kein Problem, mal zu sagen, ich fände es so, aber vielleicht toller, oder klar, schlussendlich es ist das Jassi-Hofer-Trio und die Entscheidung liegt bei dir, und das ist auch ganz klar von unserer Seite natürlich auch immer kommuniziert. Das klar, du bist die Chefin. Ja. Die Entscheidung liegt bei dir, aber wir können jederzeit sagen, vielleicht können wir da doch nochmal irgendwie was anderes machen, und da bist du auch jedes Mal offen. Also von daher, nee, es gab noch nie Streit. Und ich weiß, dass wir es mal auf der Fahrt hatten, gell, weil wir irgendwie drüber geredet haben, wo überall die Hütte brennt, und wir dann so gesagt haben, eigentlich erstaunlicherweise gab es noch nie nichts. Das sind lauter Teddybären in der Band. Kuschelbären war's. Was für Musik hört ihr in eurer Freizeit? Welche Musikerinnen haben euch zur Musik gebracht?
Das, was wir jetzt in unserer Freizeit hören, finde ich spannend. Wenn wir jetzt mal nur sagen, was hören wir zusammen, wenn wir auf Tour sind, weil ich glaube, das würden die meisten Leute nicht glauben, wie unterschiedlich und was wir alles im Bus laufen haben. Also jetzt, wenn ich in den letzten Wochen lief oft Peter Fox, das hat vielleicht noch irgendwo eine Berechtigung. Dann lief aber zum Beispiel neulich ganz viel Bob Marley und Eddie Grant. Weil mein Dad ist ein riesen Eddie Grant-Fan, da habe ich halt mal gesagt, komm, heute machen wir irgendwie, läuft halt mal Baby Come Back und Electric Avenue. Räuber Hotzenplotz. Stimmt, Stimmt. Vielleicht Räuber nach Hotzenplotz. Blini oder so. Ja. Also Blini haben wir dann auch. Ne? Oder Steven Wilson Steven haben wir oft Wilson. gehört. Und dann ist es aber... Hancock, alles. Hancock. Stimmt, die Herbie Hancock, wie heißt sie, die eine Platte, die haben wir jetzt... Imagine, die haben wir oft schon laufen gehabt. Oder Live at the Village Vanguard, Bill Evans haben wir ein paar Mal laufen. Und ich muss aber auch dem Christoph Credit geben, weil Christoph bringt immer wieder coole Sachen, die er entdeckt, die wir dann anhören. Und ich weiß es nicht mehr, aber da war jetzt auch neulich ein paar Mal richtig geile Sachen. War das auch Markus Miller, was wir gehört haben? Was Das haben so wir auch dein mal gehört. All-Time-Favorite? Aber wir haben auch schon Helene Fischer gehört. Einmal. Ja, die live. Ja, die live. ja, ja. Mindestens einmal. Nee, einmal. Ich wollte es euch zeigen. Also Wir haben, einmal. wir haben auch eine Aufnahme, das weiß ich nicht, ob wir das sagen darf, aber wir haben auch so geheime Aufnahmen schon wieder. Das kann sein, ja. Sowas zeige ich euch ja schon. Proben. Mal ausschneiden. Und haben wir wirklich alles dabei. Alles. Alles dabei. Finde ich aber auch cool. Ja, und es liegt ja auch daran, dass wir einfach so einen breiten Musikgeschmack haben und alle von unterschiedlichen Richtungen auch kommen. Und jeder voneinander dann wieder dazulernt. Ja. Was ist das Peinlichste, was wir laufen hatten? Don't break my heart. Mikey breaky heart. Ich frage mich nicht mehr, warum wir das mal laufen hatten. Aber das neben Räuber Hotzenplotz ist schon so ein bisschen. Irgendwann war mal noch was, wo wir gesagt haben, Gott, wenn irgendjemand wüsste, was hier gerade läuft, das wird niemand glauben. Wirst du jemals noch mal mit deinem Fuß Gitarre spielen, wie du es vor 10 Jahren gemacht hast? Das habe ich bei einem Konzert gemacht, oder zumindest ganz am Anfang. Habe ich nicht vor, weil es tut mir leid um die Gitarre. Und das hat auch nur funktioniert, weil ich die Steve Vai Ibanez Jam hatte und die hat einen Sustainer eingebaut gehabt. Und der Sustainer hat quasi, konnte ich einen Ton spielen auf der Gitarre und der Ton würde unendlich lang klingen. Also ich kann quasi die Gitarre nehmen, abstellen, solange ich nicht mehr an den Ton komme, klingt das. Und das habe ich halt ganz am Anfang als Show-Effekt gemacht, dass ich dann irgendwie mit dem Fuß übers Griffbrett bin und da so ein bisschen Show gemacht habe. Aber ich habe die Gitarre nicht mehr dabei und es würde mir wehtun bei den Gitarren. Nee, mache ich nicht mehr. An welche Bühne hast du eine besondere Erinnerung? Oder wir? Und viele. Also Ja. hier ist Pub, klar, auch große Bühnen, Herzberg Festival, Ja. Ich finde auch Roxy oder so. Roxy, auf Dings am Ulmer Zelt. Also Ulmer Zelt wäre für mich jetzt so mit Abstand das Emotionalste. Wo ich glaube ich, ja doch, wo so was an Emotionen und so passiert ist, war da einfach am meisten. Weil es für mich halt auch der Anfang war, damals mit Steve Vai im Ulmer Zelt, als wir da letztes Jahr, es war vor 2 Jahren. Ja. Als wir da spielen durften, das war schon... Ich meine, viele Locations, wie du sagst, viele Locations haben aus unterschiedlichen Gründen irgendwas Besonderes an sich, aber Ulmer Zelt wäre so... Und ich glaube, da ging es uns auch allen so. Es war irgendwie gefühlt für alle so ein bisschen Heimspiel. Unsere Families waren alle da. Also es war schon... Ja, Backstage, das Großes ist natürlich Kino. auch Ja, super. stimmt. Von was wir immer reden, von der Bühne, die wir leider noch nicht gespielt haben, aber unbedingt ein großes Ziel ist Royal Albert Hall zu Ja, spielen. Royal Albert Hall wäre der absolute Traum. Also wenn wir das irgendwann schaffen, ich wüsste gar nicht, ob ich dem standhalten könnte, da auf der Bühne zu stehen, aber das wäre schon, ich würde es uns wünschen. Ich finde, wir hätten es mit der Musik und wir 3 so für uns verdient und unsere Fans hätten es auch verdient und vor allem der Ass, dass er uns in der Royal Albert Hall hören darf und da Merch machen darf. Wir waren ja dieses Jahr, wir waren schon dort und haben uns den Merch-Bereich angeschaut. Also wir wären informiert, wir wären ready, wir wissen, wo der Stage Entrance ist. Also eigentlich, ja, wir warten nur drauf, dass es passiert. Noch eine letzte Frage. Wie oft seht ihr euch außerhalb der Tour, der Konzerte? Ich kenne Bands, die sehen sich nur dann. Wir sehen uns eigentlich auch nur dann.
Ich kenne auch so eine Band. Ja, ich kenne auch so eine Könntest du Band. mal aber Deswegen streiten wir nie, Ja. wir sehen uns nie. Aber das ist auch ganz normal. In einem Bereich, wo alle Berufsmusiker sind, ist es auch normal, dass man sich dazwischen eigentlich nicht sieht, weil man mit anderen Projekten beschäftigt ist oder mit sonst irgendwas. Also wir reden immer viel davon, dass wir uns unbedingt Ja. dazu treffen müssen und das machen und hier in den Garten und alle Hunde dabei haben und alle Kinder. Und es kommt halt irgendwie immer was dazwischen. Also, Aber man muss auch dazu sagen, wir sehen uns ja regelmäßig und wir haben doch, meistens ist man irgendwie so ab mittags, nachmittags an den Locations. Das heißt, wir sehen uns regelmäßig und das einzige Jahr, wo es nicht so war, war letztes Jahr, als ich ja auf der großen Tour mit Helene war und da haben wir es dann ja tatsächlich geschafft, uns im Sommer mal alle zu treffen privat. ja. Und das war mega schön, aber ich glaube, das ist so, warum einfach, wie du sagst, wir haben viel zu tun und wir sehen uns oft und wenn wir uns dann mal nicht sehen, weil wir nicht zusammen unterwegs sind, dann kriegt man es auch hin, aber es ist schon eher selten. Und es liegt nicht daran, dass wir uns nicht sehen wollen, Genau, ja. wie das Leben halt so spielt. Ja. That's Ja, it. Danke für die Fragen, ihr Lieben. Und irgendwann müssen wir mal noch, glaube ich, wir hätten noch ganz viele lustige und spannende Tourgeschichten, die wir ausplaudern können. Ja, mal gucken.